Schön, dass ihr wieder bei Too's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch in diesem Video leckere Dui Khoai Mi aus Vietnam zeigen. Diese Süßspeise besteht aus Bananen, Maniok, Wurzeln und Kürbis. Es gibt aber sehr viele Varianten. Ich zeige euch heute aber meine Variante und zeige euch nun die Zutaten dazu. Dazu brauchen wir jetzt 2 Kochbananen. Statt Kochbananen könnt ihr auch Babybananen nehmen. Dann brauchen wir 500 Gramm Maniokwurzel. Dann brauchen wir 500 Gramm Butternut-Kürbis. Hier könntet ihr aber auch jede andere Sorte von Kürbis nehmen. Aber auch Süßkartoffel würde auch dazu sehr gut passen. Dann brauchen wir eine Dose Kokosnussmilch, 600 Milliliter Wasser, 250 Gramm Zucker. Dann habe ich hier 100 Gramm Tapioca-Perlen. Die habe ich bereits jetzt in warmem Wasser eingeweicht. Dann hier 50 Gramm Erdnüsse und einen Esslöffel Speisestärke. Als erstes werde ich jetzt die Maniokwurzeln schälen, gut auswaschen und in mundgerechte Stücke dann schneiden. Schneide es jetzt auch in kleine Stücke schon mal. So. Das kann man auch gut so abziehen. Das ist eigentlich auch recht einfach zum Schälen. Nachdem ich das jetzt gut ausgewaschen habe, werde ich das in mundgerechte Stücke dann auch schneiden. In der Mitte ist da so ein Strang und das müsst ihr auch wegschneiden. Gerade so. So. Gerade dieser Strang hier. Also hier sieht man es noch deutlicher. Hier. Und das eben weg. So, jetzt werde ich meine Maniokwurzeln auf dem Backblech legen, also auf mein Dampfgarbackblech. Als nächstes werde ich jetzt meinen Butternut-Kürbis entkernen. So. Und jetzt schneide ich das auch in mundgerechte Stücke.
Und auch das gebe ich auf mein Backblech drauf. Und verteile das dann auch. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt werde ich meine Bananen schälen und in mundgerechte Stücke dann auch schneiden. So, stelle das kurz zur Seite. Also die Bananen sehen so aus, haben auch braune Flecken, aber das ist weiterhin nicht schlimm. So. Das gebe ich jetzt in eine Extraschüssel rein, werde das Ganze aber nicht dämpfen. Also die Bananen werde ich nicht dämpfen, aber eben die Süßkartoffeln und die Maniokwurzeln. Jetzt werde ich meine Maniokwurzeln und Kürbis dann dämpfen bei 100 Grad für ca. 20 Minuten. Das werde ich jetzt in meinen Backofen tun. Und wenn ihr keinen Dampfgarer habt, dann tut es einfach in einen Dämpfer rein. Währenddessen kann ich jetzt die Erdnüsse, gebe ich die jetzt in einer Pfanne und werde die dann anrösten. Als nächstes werde ich jetzt die Erdnüsse dann zerkleinern. Und das stelle ich dann auch kurz zur Seite. So. Nach 20 Minuten sind die jetzt fertig. Jetzt nehme ich sie raus und lasse die kurz beiseite stellen. Anschließend werde ich dann jetzt das Wasser in einen Topf geben. Dann die Bananen, die Tapioca-Perlen auch hinein. Und das werde ich für ca. 10 Minuten dann aufkochen. Wenn ihr seht, dass die Tapioca-Perlen noch nicht glasig ist, dann gebt einfach Wasser noch dazu und rührt es nochmal um und lässt es nochmal für 5 Minuten köcheln. Also die Tapioca-Perlen sollen glasig dann sein. Nach 5 Minuten werde ich jetzt die Wurzeln und Kürbis da rein tun. Dann Kokosnussmilch. Und dann den Zucker. Rühre das dann kurz um und lasst es jetzt auch noch mal 5 Minuten köcheln. Es duftet so lecker nach Kokosnussmilch. Also richtig lecker. Als nächstes werde ich noch etwas Wasser in meine Stärke reintun. Verrühre das Ganze noch etwas. Und dann gebe ich es dann auch hinein. Und dann rühre ich es noch mal gut um. Und so sieht das Ganze auch aus. Und wichtig ist dabei eben, dass die Tapioca-Perlen einfach glasig sind.
Zum Schluss streue ich jetzt noch die Erdnüsse oben drauf. Und so habt ihr eine leckere Süßspeise und eine Inspiration aus Vietnam. Ihr könnt die Süßspeise auch gerne warm oder auch kalt servieren, aber gerade an Herbsttagen, kalten Herbsttagen ist es natürlich warm sehr passend. Und bis zum nächsten Video. Tschüss! So. Ja, ich auch. Du auch. Mir ist auch was. Ja, klar. Lecker. Ich finde es nicht sehr süß, das ist schon mal gut. Richtig lecker. Okay. Also, tschüss!